Spanien war einst der alleinige Herrscher der Welt. Im 16. Jahrhundert war es nicht Großbritannien, das die Flagge des größten Reiches der Welt hisste, sondern Spanien. Zum ersten Mal in der Geschichte regierte eine einzige Krone ein globales Reich, das sich von Europa bis Afrika, von Amerika bis Asien erstreckte. Sie beherrschten so riesige Gebiete, dass die Leute zu sagen begannen: Die Sonne geht im Spanischen Reich nie unter. Eine Redewendung, die später von den Engländern übernommen wurde. Doch das Paradoxe ist: Das reichste Reich, das die Welt je gesehen hat, brach unter der Last seiner eigenen Staatskasse zusammen. Wir übersehen oft den plötzlichen Geldzufluss, der mit wahrem Reichtum einhergeht, und der darauf folgende Zusammenbruch ist immer brutal. Als Spanien nach 1492 in die neue Welt stolperte, geriet es in eine endlose Tombola mit Summen, von denen kein europäisches Königreich hätte ahnen können, dass sie in spanische Hände fallen würden. Die Eroberung Mexikos im Jahr 1521 stürzte das Aztekenreich und verschaffte Spanien Zugang zu den reichen unterirdischen Minen von Zacatecas. Ein Jahrzehnt später zerschlug die Eroberung Perus das Inka-Reich und legte den Silberberg von Potosí frei. Diese Mine war so riesig, dass sie den Spitznamen Menschenfressender Berg erhielt. Über ein Jahrhundert lang speiste sie ein Fließband von Schatzschiffen, die den Atlantik überquerten. Zwischen 1500 und 650 importierte Spanien schätzungsweise 180.000 Tonnen Silber und 2.000 Tonnen Gold. Zum Vergleich: Das ist mehr Silber, als ganz Europa in den vorangegangenen 1000 Jahren abgebaut hatte. Dieser Schatz veränderte nicht nur Europa, sondern die ganze Welt. Spanische Schiffe transportierten Goldbarren von Sevilla und Cádiz nach Osten zum Mittelmeer, nach Norden in die Niederlande und nach Westen über den Pazifik nach Manila, wo das Silber gegen chinesische Seide und Porzellan eingetauscht wurde. Dies war die Geburtsstunde der ersten wirklich globalen Wirtschaft, und Spanien war ihr Herzstück. Der wahre Schock für die modernen Amerikaner ist folgender: Als Jamestown, die erste dauerhafte englische Kolonie, 1607 gegründet wurde, kaum mehr als ein Sumpf, der ums Überleben kämpfte, gab es in Mexiko-Stadt bereits Universitäten, Druckereien und Kathedralen. Lima war eine blühende Stadt. St. Augustine in Florida, 1565 von Spanien gegründet, war 40 Jahre vor Jamestown die erste dauerhafte europäische Siedlung im Gebiet der heutigen Vereinigten Staaten. Spanien war nicht nur der Konkurrenz voraus, während Großbritannien und Frankreich noch mit scheiternden Kolonien kämpften, baute Spanien eine globale Infrastruktur auf und florierte weiter. Doch dieses von Strömen von Goldbarren getriebene Reich war im Wesentlichen leer. Spanien hatte Schatzkammer mit Reichtum verwechselt. Silber war real, aber was sie damit machten, verwandelte Stärke in Schwäche. Die Preise in Spanien explodierten. Zwischen 1500 und 600 geriet die Inflation außer Kontrolle und die Preise vervierfachten sich innerhalb eines Jahrhunderts. Die einfachen Spanier hatten Mühe, Brot, Nahrung und Kleidung zu finden, obwohl ihr Land auf Bergen von Silber saß. Warum? Weil Geld nur dann an Wert gewinnt, wenn es knapp genug ist, um vertrauenswürdig zu sein. Wenn zu viel Gold in eine Wirtschaft strömt, bricht die Kaufkraft ein. Stellen Sie sich eine Stadt vor, in der Brot für einen Penny verkauft wird. Plötzlich kommen 10-mal so viele Münzen, aber die Zahl der Bäcker und Brote bleibt gleich. Die Bäcker erkannten, dass die Leute mehr Münzen hatten und verlangten höhere Preise. Bald kostete Brot 2, 3 oder 4 Münzen mehr. Nicht, weil das Brot besser war, sondern weil der Wert der Münzen gefallen war. Dies war Spaniens Schicksal. Ökonomen nennen dies die Preisrevolution. Die erste große Welle globaler Inflation, ausgelöst durch zu viel Silber, das zu wenigen Gütern nachjagte. Aber die Inflation traf nicht alle gleichermaßen. Die Elite, die zuerst Silber verwendete, Adlige, Kaufleute und Bankiers, profitierte, bevor sich die Preise anpassten. Normale Bürger, die von festen Löhnen lebten, blieben auf der Strecke. Je mehr Silber Spanien einführte, desto ärmer fühlte sich die Bevölkerung. Silber, das ein Segen hätte sein sollen, wurde zum Gift. Es gab kein Gegenmittel. Die Fehler verschärften sich nur.
Statt in produktive Industrien zu investieren, verschleuderte Spanien seinen Reichtum für Importe. Italienische Kaufleute, niederländische Händler und deutsche Handwerker wurden reich, indem sie Spanien Luxusgüter mit amerikanischem Silber verkauften. Die Industrien des Imperiums selbst verkümmerten. Warum Fabriken oder Handelsnetzwerke bauen, wenn man auf die Ankunft der Schatzflotte warten konnte? Während seine Rivalen alles Geld, das sie stehlen, beschlagnahmen oder verdienen konnten, reinvestierten, entwickelte sich Spanien eher zum Konsumenten als zum Produzenten. Spanische Monarchen pumpten unglaubliche Summen in die Kriegsanstrengungen. Nach der Reformation sah sich die Habsburger Dynastie als Verteidiger des Katholizismus, und diese Verpflichtung hatte ihren Preis. Mit Schätzen aus Mexiko und Peru wurden Kriege gegen die Osmanen finanziert, Armeen zur Niederschlagung des niederländischen Aufstands, und Spanien wurde in die französischen Religionskriege verwickelt. Die Krone pumpte Geld in einen der blutigsten Konflikte, die Europa je erlebt hatte, den Dreißigjährigen Krieg, in dem katholische und protestantische Mächte auf dem ganzen Kontinent aufeinanderprallten. Sogar die berüchtigte spanische Armada von 1588, eine gewaltige Flotte, die ausgesandt wurde, um das protestantische England zu vernichten, wurde mit Silber aus der neuen Welt angetrieben. Und als diese Armada scheiterte, war der finanzielle Schock verheerend. Wohin also floss all das Gold und Silber? Auf Schlachtfeldern, Schiffen und Schulden. Spanien gab nicht nur aus, was angekommen war. Es lieh sich Geld gegen Schätze, die noch nicht gelandet waren. Deutsche Bankiersfamilien wie die Fugger und später auch genuesische Finanzier gewährten der Krone legendäre Kredite im Austausch für zukünftige Silberlieferungen. Logischerweise war das genial. Die Minen von Potosí würden für immer für Silber sorgen. In der Praxis war es jedoch ein tragisches Ereignis. Wenn eine Flotte aufgehalten wurde, in einem Sturm sank oder auf See festsaß, war Spanien zahlungsunfähig. Und das tat es. Wiederholt. Allein im 16. Jahrhundert viermal. 1557, 1575, 1596 und 1607. Stellen Sie sich vor, Sie wären das reichste Reich der Welt und müssten dennoch alle 20 Jahre Bankrott anmelden. So war die Natur Spaniens. Piraten stellten dieses System in Frage und erklärten den Krieg. Sie waren keine gewöhnlichen Plünderer, sie waren wirtschaftliche Kriegswaffen. England und die Niederlande verstanden, dass sie mit ihren Angriffen auf Schatzflotten nicht nur Goldbarren stahlen, sondern auch Spaniens Ruf zerstörten. Mit der Unterstützung von Königin Elisabeth segelte Francis Drake in den 1580er Jahren um die Welt, plünderte spanische Galeonen und kehrte mit Schätzen im Wert der Hälfte von Englands Jahreseinnahmen nach Auchhause zurück. 1628 kaperte der niederländische Freibeuter Piet Hein vor der Küste Kubas eine ganze spanische Schatzflotte, Silber im Wert von 11 Millionen Gulden. Dieser einzelne Angriff hätte Spaniens Finanzen beinahe erneut ruiniert. Der Verlust einer Flotte war nicht nur ein schlechter Tag auf See, es war ein wahrer Staatsbankrott. Spanien hatte die Staatskasse des nächsten Tages verpfändet. Und als Piraten oder Stürme den Schatz raubten, blieben Gläubiger in ganz Europa unbezahlt. Unterdessen investierten England und die Niederlande das gestohlene Silber in Marinen, Banken und Handelsgesellschaften, die Grundlage ihrer zukünftigen Imperien. Spaniens Kernland war zu seiner Achillesferse geworden. Spaniens Herrscher hätten die Flut an Goldbarren nutzen und eine nachhaltige Wirtschaft aufbauen können. Sie hätten in lokale Industrien investieren, Innovationen fördern oder ein Steuersystem einführen können, das den Reichtum gerecht in der Gesellschaft verteilt. Stattdessen behandelten sie Silber wie eine unerschöpfliche Quelle, und die Krone tappte in die gefährlichste Falle von allen, die Schuldenabhängigkeit. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts nahmen spanische Monarchen hohe Kredite auf, um zukünftige Schatzlieferungen abzusichern. Deutsche Bankiersdynastien wie die Fugger und später die Genuesen vergaben hohe Kredite im Austausch gegen Anteile an zukünftigen Flotten. Es war ein hochriskantes Finanzmanöver. Goldbarren würden in Sevilla ankommen, die Schulden würden beglichen und der Kreislauf würde sich fortsetzen. Doch die Sache hatte einen fatalen Haken. Würde das Silber nicht eintreffen,
würde Spanien zahlungsunfähig werden, und das verhieß nichts Gutes für das Land. Und Zahlungsausfälle waren häufig. Das Reich erklärte 1557, dann 1575, 1596 und schließlich 1607 seinen Bankrott. 4 Staatsbankrotte in einem halben Jahrhundert. Bedenken Sie, dass das reichste Reich der Welt, das über mehr Staatskassen verfügte als jedes andere Königreich in der Geschichte, seinen Gläubigern ständig sagte: Wir können nicht zahlen. Natürlich war Krieg einer der Gründe. Spaniens Habsburger sahen sich nicht nur als Könige, sondern auch als Verteidiger der katholischen Orthodoxie nach der Reformation. Diese Pflicht kostete sie ein Vermögen. Amerikanisches Silber finanzierte Mittelmeerexpeditionen gegen das Osmanische Reich, die brutale Niederschlagung des niederländischen Aufstands und den Kampf gegen das protestantische England. Allein die spanische Armada im Jahr 1588 kostete Millionen in Gold, heute Milliarden. Und als sie scheiterte, war der Verlust nicht nur militärischer Natur. Es war eine finanzielle Schocktherapie, und doch gingen die Kriege weiter. Der Dreißigjährige Krieg, der von 1618 bis 1648 durch Europa wütete, leerte die spanischen Staatskassen in erschreckendem Tempo. Und hier liegt die grausame Ironie: Das Geld blieb selten in Spanien. Goldbarren flossen den Spaniern durch die Hände wie Wasser durch ein Sieb, und sie waren machtlos, etwas zu unternehmen. Die italienische Regierung, Flaman Tükarlara und Alman Bankacılara gümüşle ödeme yapılıyordu und rakip ekonomileri zenginleştiriyordu. Hispania tüketiyordu. Sie müssen den Korken mit der Zeit verschließen. Sevilla hat ihre Jugend verloren und ist seit Beginn der Saison nicht mehr in der Lage, Spanien zu verlassen. Sie haben die Kosten für die Kreditvergabe gesenkt, und die Wirtschaft hat Kendini nicht umsonst gebeten. Dann kamen die Kaperschiffe. Die Schatzflotten waren das Herz Spaniens, aber auch ein beliebtes Ziel. Diese Konvois transportierten im Wesentlichen die Gehaltschecks des Reiches, riesige Silberlieferungen von Veracruz oder Havanna nach Sevilla. Der Verlust eines solchen Schiffes war nicht nur lästig, sondern Schicksal. 1628 kaperte der niederländische Freibeuter Piet Hein vor der Küste Kubas eine ganze Schatzflotte im Wert von 11 Millionen Gulden. Dieser Schlag ruinierte Spaniens Ruf und erschütterte das Vertrauen in seine Fähigkeit, seine Schulden zurückzuzahlen. Francis Drake, John Hawkins und andere englische Freibeuter mit Lizenz von Königin Elisabeth machten Piraterie zur Staatspolitik. Jede von englischen oder niederländischen Freibeutern gekaperte Galeone war nicht nur Beute, es war ein Finanzkrieg. England und die Niederlande investierten das Silber in Marinen, Banken und Handelsgesellschaften. Das Herz Spaniens wurde ausgesaugt und in die Grundlage der Imperien ihrer Rivalen verwandelt. Dies bedeutete den unausweichlichen Untergang Spaniens. Diese Abhängigkeit von Schatzflotten machte Spanien besonders verwundbar. Andere Mächte wie England und die Niederländische Republik diversifizierten ihre Währung und weiteten sie auf Handelsnetzwerke, Landwirtschaft und schließlich Industrie aus. Spanien baute alles auf Goldbarren auf. Kam eine Flotte an, wurden die Schulden bezahlt und das System dümpelte vor sich hin. Ging eine Flotte verloren, stürzte die Krone in eine Krise, wurde zahlungsunfähig oder musste erneut dringend Kredite aufnehmen. Die Piraten stahlen nicht nur Gold, sie rissen die Grundfesten des Spanischen Reiches weg und begannen zu bröckeln. Anfang des 17. Jahrhunderts wirkte Spanien auf der Landkarte noch mächtig. Sein Reich erstreckte sich über die Ozeane, seine Könige residierten in opulenten Palästen und seine Kathedralen waren mit Schätzen aus Amerika gefüllt. Doch wirtschaftlich und finanziell war das Reich leer. Die Inflation hatte den Wohlstand im Inland untergraben, Schulden hatten die Krone an ausländische Banken gebunden und Piraterie hatte Spaniens größte Stärke in seine größte Schwäche verwandelt. Für die einfachen Spanier war Reichtum eine Illusion. Die Preise stiegen, die Löhne stagnierten und die Steuern kletterten, um scheinbar endlose Kriege zu finanzieren. Es war merkwürdig. Das reichste Reich der Welt zerfraß sich selbst. Während Spanien unter der Last seiner Staatskasse taumelte, lernten andere Mächte still und leise ihre Fehler. Die Engländer, die Holländer und später auch die Franzosen erkannten, dass Goldbarren allein kein Imperium errichten konnten. Spaniens System basierte auf Ausbeutung.
Minen, Tribut und Schatzflotten. Die Kolonien in Amerika existierten, um Reichtum in die Heimat zu transferieren, nicht um sich zu florierenden Volkswirtschaften zu entwickeln. Sie waren ein Modell der Plünderung, nicht der Produktion. Im Gegensatz dazu gründete Großbritannien Kolonien, die nachhaltigen wirtschaftlichen Wert generierten. Nordamerika war zwar nicht reich an Gold oder Silber, produzierte aber Tabak, Zucker, Holz und später Baumwolle. Ressourcen, die Industrie und Handel antrieben. Statt Schatzflotten gründete Großbritannien Chartergesellschaften wie die East India Company und entwickelte Bankinstitute in London. Niederländische Kaufleute gründeten die Amsterdamer Börse und verwandelten ihre Marine in eine Waffe des Welthandels. Diese Rivalen warteten nicht auf Schätze, sondern etablierten Systeme, um sie kontinuierlich zu produzieren. Und als sie spanisches Silber durch Piraterie oder Handel erbeuteten, nutzten sie es als Großinvestition und stärkten so ihre Macht, während Spanien geschwächt wurde. Das ist der grundlegende Unterschied. Spanien maß Reichtum an Schätzen, Briten und Niederländer maßen Reichtum an Systemen. Das eine war begrenzt, das andere reproduzierte sich selbst. Und die Geschichte zeigt, dass dies von Dauer ist. Mitte des 17. Jahrhunderts war Spaniens Niedergang spürbar. Die einst mächtige Armada war nur noch ein Schatten ihrer selbst. Inflation und wiederholte Bankrotte untergruben das Vertrauen in die Krone. Der Dreißigjährige Krieg leerte die Staatskasse. Die Niederländische Republik erlangte ihre Unabhängigkeit und errichtete ein Handelsimperium. Englands Marine wurde stärker. Und sein Bankensystem entwickelte sich. Spanien besaß zwar noch Gebiete, aber es fehlte ihm an der finanziellen Stärke, diese zu verteidigen oder zu entwickeln. Das Reich, das Europa im 16. Jahrhundert terrorisiert hatte, war im 18. Jahrhundert ein schwindender Riese. Die Geschichte von Spaniens Niedergang handelt nicht nur von Königen, Silber oder Piraten. Es geht um die Illusion von Reichtum. Wenn Geld hereinströmt, sei es aus Minen, Krediten oder modernen Druckerpressen, ist die Versuchung immer dieselbe: Geld auszugeben, zu leihen, für Kriege oder Luxus auszugeben. Doch ohne Disziplin, ohne Investitionen in echte Produktivität untergräbt Geld die Grundfesten der Gesellschaft. Die Bauern Spaniens erlebten dies am eigenen Leib. Sie sahen, wie Silber nach Sevilla floss, doch die Brotpreise stiegen für sie in unerschwingliche Höhen. Heute erleben Sparer, wie die Inflation ihre Löhne und Kaufkraft schmälert, obwohl die Regierungen ihnen versichern, die Wirtschaft sei stark. Die Mechanismen mögen andere sein, doch die schmerzhaften Folgen sind so bekannt wie eh und je. Die Piratenüberfälle des 17. Jahrhunderts wirken noch heute nach. Spaniens Schatzflotten waren schwach, weil sie ihren Reichtum in einzelnen, riesigen Schiffsladungen konzentrierten. Moderne Volkswirtschaften hingegen konzentrieren den Reichtum in schwachen Finanzsystemen. Too big to fail Banken oder äußerst vertrauenswürdigen Kreditmärkten. Sinkt ein Schiff oder kollabiert eine Bank, geht der Schock weltweit umher und droht mit Bankrott und Krise. Spaniens Niederlagen gegen Piet Hein im Jahr 1628 waren der heutigen Finanzkrise nicht unähnlich. Ein einzelner Vorfall, der die Schwäche des gesamten Systems offenlegte. Die Lektion ist hart, aber klar. Schatz ist nicht Reichtum. Silber ist keine Sicherheit. Wahrer Reichtum entsteht durch Systeme, die im Laufe der Zeit Wert generieren. Durch Investitionen in Produktivität und durch dauerhafte Institutionen. Spanien ging bankrott, weil es glaubte, der Besitz der halben Welt und unendlichen Silbervorkommens bedeute ewige Macht. In Wirklichkeit bedeutete es Verwundbarkeit. Seine Rivalen verstanden das Spiel und erbten die Zukunft. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber ihr Rhythmus ist schwer zu ignorieren. Das reichste Imperium der Welt brach zusammen, weil es Schatz mit Reichtum verwechselte. Und jede Gesellschaft, die denselben Fehler macht, folgt demselben Weg. Sie überschwemmt ihre Wirtschaft mit Geld und untergräbt gleichzeitig ihre Grundlagen. Die Frage ist nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Die Frage ist, ob wir die Warnung rechtzeitig erkennen,
Wenn Ihnen dies eine neue Perspektive eröffnet hat, abonnieren Sie uns gerne.